Gerade jetzt, im 21. Jahrhundert, gibt es genug Möglichkeiten, über neue Technologien Leuten individuell zu unterstützen bei ihrer Entwicklung, Neues zu lernen und zu entdecken. Bildung ist eines der wichtigsten Bausteine der Gesellschaft. Wir bei Cornelsen sind diesem Thema gewidmet. Seit über 75 Jahren setzen wir uns ein, die besten Produkte und Services zum Lernen zu entwickeln. Wir lernen nicht nur in der Schulzeit. Cornelsen steht für lebensbegleitendes Lernen. Wir entwickeln nicht nur Produkte für Kindergarten und Schule. Die Zielgruppen haben sich erweitert und verändert. Wir entwickeln für privates Lernen, für die Weiterbildung oder die berufliche Ausbildung. Für alle, die sich weiterentwickeln möchten. Mit Blick auf die Zukunft des Lernens wollen wir Lernende unterstützen, sich auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Dabei sind zwei Perspektiven wichtig: spürbarer, motivierender Lernfortschritt und passende individuelle Lernwege. Weil jeder Mensch anders lernt, braucht es verschiedene Konzepte, Methoden und Medien, die wir wirksam miteinander verbinden. Aus der Bildungsforschung wissen wir, wie wichtig Rückmeldung und sichtbarer Lernfortschritt ist. Ja, deshalb integrieren wir in unsere Produkte das Thema Lernstandsanalysen, Lernstandsmessung, um auch in großen Gruppen individuell fördern zu können. Mit diesem Konzept im Hintergrund können wir die verschiedenen Medien zu einem wirksamen Medienmix kombinieren, denn sicherlich haben analoge und digitale Medien in dem jeweiligen Setting ihre Vorzüge. Das Lernen wird hybrid bleiben. Jede Schülerin und jeder Schüler in Deutschland verwendet mindestens ein Produkt von Cornelsen. Mit Englischbüchern haben wir begonnen und damit den Grundstein gelegt. Danach hat sich das Produktportfolio verändert. Inzwischen lernen und unterrichten Menschen in allen Fächern, in der Ausbildung oder im Berufsleben mit Bildungsmedien von Cornelsen. Wir nutzen unsere große Expertise, um moderne Didaktik mit Technologie und unseren wertvollen Inhalten zu verbinden. Dabei ist Qualitätssicherung ein zentrales Element. Also die Frage zum Beispiel, ob eine Aufgabe optimal lösbar ist und in den Unterricht passt. Das Ergebnis sind exzellente Bildungsmedien, die individuellen Lernerfolg ermöglichen. Cornelsen fing mal an wie ein Startup am Wohnzimmertisch. Es ist 1946, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als Franz und Hildegard Cornelsen den Verlag gegründet haben, in Berlin. Die große Frage war, was könnte unser Beitrag zur Völkerverständigung sein? Und was schöner als über eine Sprache, und zwar die englische Sprache. 1948 hat Cornelsen das erste Englischlehrwerk rausgebracht, Peter Pim und Billy Ball, und zwar für die Volksschule. Und das an sich war schon eine Innovation, weil eben nicht nur an Gymnasien damit Sprachen gelernt werden konnte, sondern auch in der kompletten Zielgruppe. Also Sprachenlernen für alle. Unsere Tradition heißt Innovation. Unser Gründer Franz Cornelsen hat schon immer neue Technologien eingesetzt, um gute didaktische Produkte zu entwickeln. Und auch heute nutzen wir Technologien. Kompetenzerwerb ist heute noch wichtig. Hinzu kommen die Möglichkeiten von Technologie, die wir gezielt auch nutzen. Beispielsweise mit einer Chat-App zum Sprechen und Vokabellernen oder Virtual Reality, um anschauliche Simulationen zu ermöglichen, oder künstliche Intelligenz für adaptive Lernwege. Was sich sonst noch stark verändert hat, ist die Entwicklung von Bildungsmedien. Heute ist es ein Zusammenspiel von UX-Designer, Learning-Designer, Redakteuren, Entwickler und noch viele andere Spezialisten. Heute haben wir 1600 Mitarbeiter. Hier in der Auslieferung im Cornelsen Verlagskontor gehen im Jahr 40 Millionen Exemplare vom Band, verpackt in 2 Millionen Sendungen. Unsere Arbeitsweise wird immer digitaler, von der Entwicklung über das Produkt bis hin zur Verbreitung. Ein Logistikzentrum wie dieses hier wäre ohne den Einsatz von Hightech nicht mehr denkbar.
Nur so kann es gelingen, dass das richtige Lernmedium zu unseren Kundinnen und Kunden kommt. Unsere Vision ist, die besten Produkte und Services zum Lernen zu machen. Das kann nur gelingen, wenn wir offen sind für Innovation und den Einsatz modernster Technologien. Wir brauchen gute Rahmenbedingungen für erfolgreiche Bildung in Deutschland. Neben Investitionen in Hardware und Infrastruktur braucht es auch Investitionen in neue didaktische Konzepte und Inhalte. Ein anderer Trend, den wir sehen, ist die des lebenslangen Lernens. Das wird immer wichtiger und wir bei Cornelsen werden auch diesen Trend unterstützen. Von Kita über die Schule in die Erst- und Weiterbildung, wir werden Menschen begleiten, ihre Potenziale zu entfalten.